Wir sind heute bei Sandy und Christoph und ihren bezaubernden Töchtern in Nordrhein-Westfalen in einem kleinen Dorf nähe der niederländischen Grenze. Sie haben mich eingeladen, gemeinsam mit ihnen zu kochen. Und was sie nicht wissen? Wir machen heute ein Kochduell. Lasst euch überraschen. Als ihr mich eingeladen habt, habt ihr euch sicherlich gedacht, ich koche was für euch und ihr könnt dabei zusehen. Ja, das war der Plan. Das machen wir heute nicht. Wir machen heute ein Kochduell und da müssen zwei Teams gegeneinander antreten. Ich finde, ihr sitzt ja schon ganz gut. Team 1 ist Christoph mit Charlotte und Team 2 Sandy mit Elisabeth. Irgendwelche Einsprüche? Nein. Nein. Okay. Und als Preis gibt es dieses tolle Disney-Spiel zu gewinnen. Das ist unser. Noch nicht. Das ist unser. Nein. Ja, wir. Wir gewinnen das. Nein, wir gewinnen das. Na, noch nicht. Ihr müsst euch erstmal anstrengen. Ich habe für jedes Team die gleichen Zutaten mitgebracht. Ihr habt dann die Aufgabe, in 90 Minuten ein Gericht daraus zu zaubern. Aber Disney-Magie ist heute leider nicht erlaubt. Ihr müsst alle Zutaten verwenden, zumindest einen Teil davon. Die Zutaten, die ich mitgebracht habe, sind Mehl, Zucker, Eier, veganes Hack, Milch, Zwiebeln, Tomaten, Balsamico-Essig, Butter und damit es etwas weihnachtlich wird, noch Äpfel, Lebkuchengewürz, Walnüsse, ach ja, und nicht zu vergessen, noch eine Chili. Ich bin gespannt, was ihr daraus zaubert. Ihr habt jetzt gleich 15 Minuten Zeit, euch zu überlegen, was ihr kochen wollt. Aber die Regeln nicht vergessen. Die Regeln sind, ihr müsst in 90 Minuten fertig sein. Das Gericht muss es entweder im Disneyland geben oder es kann zum Beispiel ein Gericht aus einem Disney-Film sein. Und wenn es nachher auf dem Teller so ein bisschen Disney-mäßig aussieht, gibt es sicherlich ein paar Extrapunkte. Ja, wir machen das so, Papa. Also es geht los. Wir schlafen euch. Wir sind weg. 15 Minuten Zeit. Überlegt euch, was ihr kochen wollt. Und dann dürft ihr noch 3 Zusatzzutaten dazu nehmen aus eurem Haushalt. Und ja, dann geht's los. In 15 Minuten treffen wir uns wieder. Und los! Die 15 Minuten sind um, dann kann es auch losgehen. Was ich vorhin vergessen hatte zu sagen, Gewürze und Öl zum Anbraten könnt ihr natürlich in beliebiger Menge aus eurem Haushalt dazu nehmen. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr euch ausgesucht habt und was ihr für Extrazutaten verwendet. Christoph? Wir nehmen die Hefe, also Trockenhefe haben wir uns da ausgesucht, einen Ziegenfrischkäse und Kartoffeln. Wir würden nämlich ganz gerne Hamburger mit einem Zwiebel-Lebkuchen-Chutney machen und dazu machen wir Pommes. Was sagst du dazu? Die Hamburger gibt es auch im Disneyland und ich habe schon mal welche gegessen. Cool, das hört sich gut an. Und Sandy, Elisabeth, was macht ihr?
Wir machen ein Blitzeis. Was du in deinem Jubiläumsvideo gemacht hast, da wollen wir uns mal dran versuchen. Und vorher gibt es eine Lasagne, wie es in dem Restaurant Bella Notte im Fantasyland gibt. Und dazu haben wir uns ausgesucht, einmal passierte Tomaten, dann Einmal hier den Parmesan und einmal Sahne für das Eis. Das hört sich alles ziemlich lecker an. Ich würde sagen, dann die Zeit läuft. Aber ich würde beiden Teams raten, zuerst mit dem Teig anzufangen. Dein Hefeteig, der muss ja noch ein bisschen aufgehen. Und für den Nudelteig ist es auch besser, wenn er noch ein wenig ruht. Also los! Sandy, ihr habt euch ja für ein Gericht entschieden, das es im Bella Notte im Fantasyland gibt. Aber die Lasagne gibt es auch in Colonel Hattys Pizza Outpost im Adventureland. Elisabeth, weißt du eigentlich, wo der Name Hattie herkommt? Nein. Hattie ist eine meiner Lieblingsfiguren aus dem Film Dschungelbuch. Ich liebe die Szene, in der er seine Elefantenarmee dreht. Ich Kamerad, schmetter den Choral über Berg und Tal. Colonel Hatties war früher ein Restaurant mit Tischbedienung. Im Jahr 1992 bei der Eröffnung des Disneylands hieß das Restaurant noch Explorers Club. Die Einrichtung war im Prinzip so wie heute, aber die Speisekarte war ganz anders. Es gab verschiedene Spezialitäten aus der afrikanischen Küche. Aber bereits 1993 war die Zeit des Explorers Club vorbei. Damals wurde entschieden, dass es im Park zu viele Restaurants mit Tischbedienung gibt und ein größerer Bedarf an Fastfood besteht. Der Name Hattie kommt übrigens vom Hindu-Wort für Elefant. Genau. Die ersten 15 Minuten sind jetzt um. Ich sehe, beide Teams sind mit dem Teig fertig. Team Lasagne hat aus Mehl, Eiern, Wasser und Salz einen Nudelteig gemacht, der jetzt in Folie eingewickelt zum Ruhen noch in den Kühlschrank kommt. Sandy, ein Tipp, immer darauf achten, dass die Zutaten Raumtemperatur haben. Verwendet man zu kaltes Wasser, dann kann es sein, dass der Teig nachher reißt. Team Hamburger hat Mehl, Zucker und Salz und Hefe vermischt und diese Mischung dann zum Mehl dazugegeben. Hat dann noch Butter und lauwarmes Wasser dazugegeben und alles mit dem Knethaken gut vermischt. Ich lasse mir die kompletten Rezepte nachher von beiden Teams geben und stelle sie dann für euch in die Infobox unter dem Video. Normalerweise sollte Hefeteig ja ungefähr 1 Stunde ruhen, aber so viel Zeit habt ihr nicht. Ich habe den Backofen auf 50 Grad vorgeheizt, stelle euren Teig jetzt dort hinein und dann geht es ein bisschen schneller. So Christoph, euer Teig ist jetzt im Ofen. Was macht ihr denn als nächstes? Wir machen jetzt als nächstes das Zwiebelchutney, das braucht am längsten. Es wird besser, so länger es kocht und deswegen fangen wir jetzt an mit den Zwiebelschneiden. Charlotte, du machst das ja schon richtig professionell. Kocht ihr öfter mal zusammen? Wenn, koche ich mit Mama. In den Sommerferien war Oma da und dann habe ich Nudeln mit Tomatensauce und Wienerchen gemacht und sie war echt erstaunt. Sandy, wie ich sehe, bereitet ihr gerade die Hacksoße zu. Ja, die Bechamelsoße ist schon fertig. Jetzt fangen wir an, die Zwiebeln anzubraten. Das macht die Elisabeth ganz gut. Kleiner Tipp von mir, bereitet eine richtig große Menge Soße zu, damit die Lasagneblätter später im Ofen nicht austrocknen. Elisabeth, sag mal, wer ist denn eigentlich deine Lieblings-Disney-Figur? Minnie Maus und Mickey Maus. Cool, die mag ich auch am liebsten. Sag mal, Charlotte, wie oft seid ihr eigentlich schon im Disneyland gewesen? Seitdem ich 1 bin und ich weiß nicht, wie oft schon.
Vielleicht 100 Mal. Ja, das ist aber viel. Scheint euch ja zu gefallen dort. Euer Gericht, die Hamburger, die ihr macht, gibt es ja auch in vielen Variationen im Disneyland. Zum Beispiel in Annette's Diner, im Lucky Nugget Saloon und auch im Restaurant En Coulisses im Studio 1 in den Walt Disney Studios. Das ist eine wirklich coole Location. Das Restaurant ist im Backstage-Bereich eines Filmsets nachempfunden. Und auch die schillernde Fassade des Hollywood Boulevards ist nichts anderes als eine Kulisse, die eine perfekte Illusion erzeugt. Man fühlt sich hier wie ein Filmstar, der seine Drehpause dazu nutzt, sich mit einem Burger zu stärken. Es ist übrigens eines der größten Restaurants im Disneyland. Hier finden 600 Gäste Platz. Das Studio 1 gleicht in vielen Bereichen dem realen Hollywood der 1950er Jahre. Wie zum Beispiel auch die Fassade von Schwab's Pharmacy. Es handelt sich um einen beliebten Treffpunkt für Schauspieler, vor allem solche, die auf Jobsuche waren. Schwab's Pharmacy war nicht nur eine Drogerie, es gab auch einen kleinen Café-ähnlichen Bereich, in dem es Eis und Snacks gab. Beide Teams sind echt gut in der Zeit. Christoph und Charlotte haben schon die Brötchen geformt. Charlotte ist dabei, die Walnüsse zu zerkleinern. Christoph macht jetzt noch ein bisschen Eigelb auf die Brötchen und dann kommen die Nüsse oben drauf. Und Sandy und Elisabeth haben schon den Nudelteig ausgerollt. Und jetzt werden die Nudelblätter noch ein bisschen in Salzwasser blanchiert, dass die Garzeit nachher etwas kürzer ist. Wie lange müssen die Brötchen denn jetzt in den Ofen? Ich würde sagen 20 Minuten bei 180 Grad. Ja, dann mach mal. Ja, gerne doch. Während die Kinder ihre gesetzliche Pause machen, müssen die Eltern alleine schuften. Aber zu den wichtigen Arbeiten sind sie natürlich wieder dabei. Ihr macht das ja wirklich wie die Profis. Das sieht alles super klasse aus. Ich glaube, zu euch komme ich öfter. Gerne. Sag mal, Sandy, nachdem ihr ja so oft im Disneyland seid, was ist denn deine Lieblingsbahn? Meine Lieblingsbahn ist Big Thunder Mountain, weil da ist einfach viel Action dabei. Mag ich auch sehr gerne. Und was mögen die Kinder am liebsten? Die Kinder, die mögen Pirates of the Caribbean, da mit dem Feuer und den ganzen Zigeunern, die da stehen, Piraten. Stimmt, das ist auch eine wirklich sehr tolle Bahn. Christoph, sag mal, gibt es irgendwie ein besonderes Erlebnis, was du mal im Disneyland so erlebt hast? Ja, da gibt's eins. Ich bin mal mit Elisabeth und noch jemand anders mit ins Disneyland gefahren. Sandy und Charlotte sind mit jemand anders mitgefahren. Ja, es war halt wie immer eilig gewesen. Dann habe ich ein Foto von Elisabeth gemacht, dass sie eine lange Jacke mit hatte und habe dann das gleiche Foto markiert zurückbekommen, weil Elisabeth halt mit ihren Hausschuhen im Disneyland war. Das fand sie ganz toll. Oh my God. Ich sehe, du machst gerade die Patties. Ich würde sie an deiner Stelle aber noch nicht anbraten, die würde ich nachher frisch machen. Ihr solltet euch jetzt auch ein bisschen beeilen. Sandy ist schon beim Nachtisch, also sie ist gut in der Zeit. Wenn ihr noch Pommes als Beilage machen wollt, dann würde ich mal langsam anfangen und würde die Kartoffeln schneiden. Ich mache jetzt eben die Patties noch fertig und dann kümmere ich mich um die Kartoffeln. Das hört sich nach einem Plan an. Sieht wirklich alles schon sehr gut aus. Die Zeit läuft, wir kommen bald zum Ende. Ihr habt euer Nachtisch schon fast fertig. Du hast mir erzählt, du willst den Trick benutzen, den ich in meiner Halloween-Sendung gemacht habe.
Du wirst die Nüsse in der Mikrowelle karamellisieren. Das heißt, du machst sie mit Zuckerwasser für 3 Minuten in die Mikrowelle und gibst anschließend noch etwas Salz da drauf. Ach ja, und dein Trick war, du wolltest noch ein bisschen Balsamico dazu nehmen. Ihr habt die Pommes klein geschnitten und du, Christoph, hast mir erzählt, ihr wollt die Pommes nach belgischer Art machen, weil Charlotte sie so gerne isst. Das heißt, ihr frittiert sie einmal vor, lasst sie abkühlen und gebt sie dann kurz vor dem Servieren nochmal in die Fritteuse. Ich würde sagen, ihr müsst euch sputen. Ihr habt nur noch gute 10 Minuten, also los! Ich würde an eurer Stelle ein Handtuch nehmen oder ein paar Topfhandschuhe, weil wenn ihr das Salz dazu gebt, das wird wirklich richtig kalt. Und du solltest die Hamburger richtig heiß anbraten, weil sie sonst zerfallen. Wie ich sehe, Christoph, ihr benutzt auch das Christian Anyone Can Cook Spezialgewürz aus meiner Folge Fish and Chips. Du arbeitest ja wirklich mit allen Tricks. Ja, jetzt die Zeit rennt, also in 3 Minuten muss das Essen auf dem Tisch stehen. Fangt mal an mit dem Anrichten. Los, los! Das sieht echt lecker aus. Die Zeit ist auch um. Sandy, ich würde sagen, dann deck doch schon mal den Tisch. Ich mache. Und dann werde ich alles probieren. Gerne. Ich werde mich auch beeilen, sonst schmilzt nämlich das Eis. Genau. Et voilà, bon appétit. Ist eine tolle Leistung geworden. Ich bin echt gespannt. Hier erstmal. Zuerst probiere ich mal die Lasagne. Mmh. Echt lecker. Wirklich gut. Habt ihr toll gemacht. Schmeckt sehr gut. Jetzt probiere ich mal die Pommes mit dem Spezialgewürz. Wow. Zu euch komme ich wirklich öfter. Ja. Jetzt den Hamburger noch. Den nehme ich in die Hand, dann kann man den besser essen. Mmh. Das Zwiebelchutney ist wirklich lecker. Ich hätte mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr Zwiebelchutney drauf ist. Was sehr toll ist, ihr habt den Burger in Mickey Maus Form gemacht. Das gibt wirklich Pluspunkte. Allerdings, ihr habt noch einen Nachtisch gemacht, was ihr zeitlich nicht mehr geschafft habt. Ich werde mal den Nachtisch probieren. Ich glaube, es wird wirklich knapp. Wow. Ich glaube, die Entscheidung ist quasi gefallen. Ich probiere nochmal den Hamburger. Und dann nochmal. Das heißt, ich probiere nochmal. Ist beides hervorragend. Ihr habt noch einen Nachtisch gemacht. Allerdings habt ihr nicht alle Zutaten benutzt. Ich glaube, ihr habt die Chili vergessen. Ich wollte ja auch. Aber ihr wart so ein tolles Team und ich kann jetzt mich wirklich nicht entscheiden und sagen, wer gewonnen hat. Ich würde sagen, die ganze Familie hat gewonnen. Und ihr bekommt alle das Spiel. Ja! Ja!
Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Das war mal ein anderes Format. Und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Bis bald, euer Christian. Tschüss. Thank you.